Jahrzehnte Erfahrung reingeflossen. Die Genauigkeiten in die Maschine reinbringen. Und das ist das, was uns ausmacht. 140 Jahre Wissen. So aufwendig, dass wir eigentlich heute der einzige Hersteller sind im Mehrspindlerbereich, der das macht. Guten Morgen. Herzlich willkommen in Langenfeld. Herzlich willkommen. Liebe Caroline. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Wir haben heute viel vor. Ja. Weil auf wir jeden wollen, Fall. wir wollen heute Schütte besuchen. Traditionsunternehmen hier in Köln. In Köln. Wir In müssen Köln. in Köln. Wir müssen noch hin, ein Stückchen. So ein kleines Stück. Das ist noch so ein Mikrostück, was wir fahren. Aber nicht nur das. Ich habe hier was auf dem Schreibtisch rumstehen. Man könnte es für einen Kerzenständer halten. Kannst du dir vorstellen, was es ist? Es sieht auf jeden Fall ein bisschen nach Kerzenständer aus. Und wenn du 4 Stück hast, kannst du das definitiv auch für den Adventskranz nutzen, würde ich sagen. Also mit Kerze. Ich würde sagen, es ist eine Radnabe. Respekt. Was hältst du davon? Finde ich gut. Ja. Ist eine, tatsächlich. Ist eine. Und die steht natürlich nicht einfach nur so hier. Die wollen wir uns angucken, wie die gefertigt wird. Ja. Oder auf was für Maschinen die gefertigt werden. Und aus welchem Material? Gut, Okay. auf geht's. Okay, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Wir haben noch keine Zeit. Wir Keine haben Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Wer hat das immer gesagt? Für alle, die es wissen, schreibt es in die Kommentare. Genau, So, deshalb schnell mit Caroline, dem ich habe da Rad. was vorbereitet. Unsere Fahrräder. Ne? So, jetzt fahren wir schnell mit dem Fahrrad los, oder? Jetzt fahren wir schnell mit dem Fahrrad Genau. los. So, schnell und Fahrrad. Schnell und Fahrrad. Alles klar, los geht's. Ab nach Köln, wir kommen. Aber du musst auf mich warten, ja? Nicht vorfahren hier. Wir sehen uns gleich. Bis gleich in Köln. Bis gleich in Köln. Vorsicht, Pflanze. So, ich fahre jetzt hier das andere rechts. Das andere rechts. So, Vorsicht. Guck mal, sensationell. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind endlich angekommen. Wir sind jetzt bei Schütte in Köln. Und weißt du, was ich richtig, richtig cool finde hier? Hallo. Diese Firma hat einen eigenen Straßennamen. Alfred-Schütte-Allee. Wie geil ist das denn? Sensationell. Großartig. Und ich freue mich drauf, dass wir hier sind. Ja. Rauszufinden, mit was für Maschinen man unter anderem so ein Bauteil herstellen kann. Also unsere Radnabe. Ja, Wir sind Caroline Alexander für Voice of CNC. Los geht's. let's go. Let's go. Gentleman-like. Ja, danke. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Hallo, Sie. grüße Sie, hallo. Hallo. Freut mich, dass Sie da sind. Herr Welker, wir freuen uns, dass wir da sein jeden dürfen. Herr Welker ist in der 4. Generation der Inhaber hier von Alfred Schütte. Und wir sind hier im historischen Teil des Gebäudes und das führt mich auch direkt zur ersten Frage. Ein historisches Unternehmen mit Hightech-Produkten, wie passt das zusammen? Eigentlich ganz gut. Also wenn Sie die industrielle Geschichte Deutschlands sich angucken, dann ist das ein Klassiker. Familienunternehmen, Gründungen in den 1880er Jahren, die sich dann vom Handwerk hin in die Industrie im Rahmen der Industrialisierung entwickelt haben. Und so haben wir dann entlang der Entwicklung der Automobilindustrie nicht nur hier unseren Standort gefunden, sondern auch die Produkte, die ursprünglich mal von Amerikanern und Engländern beherrscht wurden und die wir dann aufgegriffen haben, verfeinert haben und später dann in Eigenregie gefertigt haben. Ja, wir haben eine Radnabe mitgebracht, die auf Maschinen aus Ihrem Hause gefertigt wird, unter anderem. Und das hat uns so neugierig gemacht, was Sie denn hier bauen. Und wir wollen ja hinter die Kulissen gucken. Von daher würde ich mich total freuen, wenn wir da mal hingucken können. Zeige ich Ihnen gerne. Super. Jetzt sind wir am Maschinenbett, eigentlich also an der Basis der Maschine angekommen. Und der Herr Amarell, die Fertigungsleitung von Schütte, ist jetzt bei uns an unserer Seite. Meine erste Frage, das Maschinenbett ist ja schon ein, ich sag mal, etwas massiver Klotz, wenn ich das so subtil sagen darf. Ich sehe hier schon einen Geprüft-Stempel von Ihnen. Wie stellen Sie die Genauigkeit des Maschinenbetts denn sicher? Ja, auch so ein großes Klotz oder massives Klotz, das muss erstmal hergestellt werden. Hier haben wir generell erstmal einen Mineralguss
Bett, so nennen wir das. Das ist in einer ganz bestimmten Grundform nach unseren Ansprüchen gefertigt worden. Und dann kommt das dann in die Fertigung. Und in der Fertigung sind wir dann im Prinzip darauf angewiesen, Ebenheiten, Toleranzen, Winkligkeiten und Maßhaltigkeiten aufzunehmen. Das kann man hier zum Beispiel ganz gut erkennen, indem man hier sieht, wir haben hier einzelne Flächen in diesem Bereich, wo dann unsere wichtigen Baukomponenten wie Spindelkasten, Antriebskasten, Rückseitenkästen in diesem Bereich dann aufgebaut werden. Ja, sowas wird auf einer großen Bearbeitungsmaschine gefräst und wir stellen das dann sicher, indem wir schon beim Aufspannen, bei dem Aufsetzen auf die Fräsmaschine das Bett geometrisch so hinsetzen mit Druckmessdosen, dass wir letztendlich die Simulation eines fertigen Bettes mit dem Gewicht simulieren und haben dann diese ganzen Ebenheiten damit erreicht und können dann im Endeffekt nach Zeichnungen, was dann vorgegeben worden ist, herstellen. Geprüft wird sowas letztendlich mit 3D-Koordinatenmesssystemen. Da gibt es heute viele Messsysteme, Infrarotmesssysteme, wo man im Endeffekt unsere wichtigen Maße überprüfen kann. Das klingt super spannend. Ich habe direkt 2 Fragen im Kopf. Ihr sagt, das ist ein Mineralgussbett. Gibt es auch noch die, ich sag mal, für mich klassischen Schweißkonstruktionen? Es gibt noch Schweißkonstruktionen, was aber wesentlich rückläufiger ist, weil wir mit diesen Gussbetten oder Mineralgussbetten einfach bessere Wärmeableitungen haben als mit diesen Schweißkonstruktionen. Und Schweißkonstruktionen sind auch in der Herstellung und Bearbeitung her wesentlich schwieriger zu bearbeiten, weil während der Bearbeitung mehr Schwingungen drin sind, um die Genauigkeiten hinzubekommen. Und beim Schweißen gibt es Verzüge, Wärmegänge, was man heute in modernen Maschinen nicht braucht. Nicht mehr braucht. Nicht mehr haben möchte auch wahrscheinlich. Ja. Ne? Jetzt sagten Sie gerade, ich habe das mal, nehme das mal mit auf, dass Sie das im Vorfeld simulieren, das ganze Maschinenbett und wo dann nachher die Lasten sind. Das kommt sofort die Frage auf, wie digital ist schon die Fertigung bei Schütte? Ja, das hat jetzt erstmal gar nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern das sind Erfahrungswerte und das ist ein Muss. Wenn Sie so ein Bett sehen in seiner ganzen Größe, das ist ja wie ein Wackelpudding, wenn Sie jetzt nicht, also für uns optisch ist das stabil, aber wenn Sie das auf Mikrometer genau fertigen wollen, dann wabbelt das so rum und Sie müssen von vornherein überlegen, und da sind viele Jahrzehnte Erfahrung reingeflossen, welche Drücke, welche Lasten liegen auf dem Bett, wenn es denn fertig sein soll. Und so müssen Sie es herstellen. Und wenn Sie die Lasten noch gar nicht drauf haben, dann müssen Sie die eben vorab denken. Die legen wir ab in digitalen Modellen. Aber das eigentliche Wissen dahinter hat mit Digitalisierung gar nichts zu tun, sondern ist ein analoges Wissen, welches sich über Jahrzehnte Erfahrung ergeben hat. Super. Was mich jetzt super interessieren würde, können wir uns angucken, wie so ein Bett hergestellt wird, tatsächlich in der Fertigung? Ja, da müssten wir an die Maschine gehen, an die Großbearbeitungsmaschine, wo so ein Bett bearbeitet wird. Wunderbar, ich folge Ihnen unauffällig. Alles klar. So, hier beginnt alles. Also hier fangen wir quasi, das Bett, was wir gerade gesehen haben, könnte hier gefertigt werden. Ja, wir sind hier an unserer Fräsbearbeitungsmaschine, einer davon. Und hier wird zum Beispiel das, was wir eben gesehen haben, das Bett auf der Oberfläche hier mit den ganzen Toleranzen und Maßen hergestellt. Jetzt haben wir ja vorhin ganz kurz auch über das Thema Genauigkeit gesprochen. Ich merke, hier ist eigentlich relativ angenehm. Wie ist das Thema Klima für Sie? Also wenn jetzt der Hochsommer steht ja vor der Tür, hat das Auswirkungen auf die Fertigung, beziehungsweise ist der Raum hier klimatisiert? Absolut. Dieser Raum ist nicht klimatisiert. Der hat ein Umlaufverfahren, ist nach Norden ausgerichtet. Aber an sehr heißen Tagen oder sehr intensiven Sonnenscheintagen müssen wir manchmal am Nachmittag aufhören, weil sich, wenn Sie die Höhe so einer Maschine sehen, sich dann der Turm verziehen könnte etc. und wir dann nicht mehr sicher sind, ob wir die Genauigkeiten halten. Das ist vielleicht 5-6 Mal im Jahr der Fall.
aber da unterbrechen wir dann wegen der Temperaturen. Ansonsten kommen wir zurzeit noch ohne Klimatisierung aus. Wenn sich die Welt noch stark ändert, dann müssen wir darüber nachdenken. Würde man aber eine neue Halle bauen und nicht versuchen, diese Halle zu klimatisieren, das ist mit den vielen Toren, Ein- und Ausgängen zu aufwendig. Und auch mit den vielen Fensterfronten, wenn Sie sich das hier angucken, dann ist die Philosophie dahinter immer noch, wir wollen eigentlich unseren Mitarbeitern ermöglichen, bei Tageslicht zu arbeiten, also das draußen wahrzunehmen. Und wenn Sie den Boden angucken, ist ja auch sehr ungewöhnlich, ein Holzboden. Das ist, damit man besser stehen kann, damit man angenehmer steht, damit die Knochen entlastet werden. Man würde heute in der modernen Fertigung sagen, mach eine Box drum, klimatisiere. Das ist für die Mitarbeiter dann nicht so angenehm, aber für den Produktionsprozess deutlich vorteilhafter. Okay, prima. Wir sehen ja hier quasi wie eine Art Fertigungsstraße. Wenn wir jetzt in Richtung des Tores gucken, was sehen wir als nächste Fertigungsschritte quasi, wenn wir jetzt von hier nach da laufen würden? Wir würden dann an eine andere Bearbeitungsstation kommen, an eine Genauigkeitsmaschine, wo wir auch andere Teile dann noch drauf machen, die wir für das Bett brauchen, was auf dieses Maschinenbaubett aufgebaut wird in der Montagehalle. Und dann könnte man ja mal hingehen und das sich anschauen. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Dann kommen Sie mit. Wir sehen ja jetzt hier quasi den Fertigungsverlauf vom Halbzeug zum Fertigteil. Was mögen Sie uns noch erzählen? Wie genau müssen wir hier arbeiten? Ja, hier sehen Sie zum Beispiel, das sind schon vorgearbeitete Teile. Die Teile, die von diesem Bearbeitungszentrum vorgearbeitet werden, kommen dann auf das nächste Bearbeitungszentrum, wo die Genauigkeiten dann erzeugt werden. Und Sie sehen ja hier im Prinzip unsere Spindelkästen, Antriebskästen zum Beispiel, was mit vielen Bohrungen, mit Genauigkeitsbohrungen für uns sehr wichtig ist und unser Produkt auch ausmacht. Und da haben wir im Endeffekt diese Bearbeitung unterschiedlichste Bauteile her. Und die, was Sie hier sehen, das muss alles in der Geometrie natürlich stimmen. Und das kann man auf so einem Bearbeitungszentrum erreichen. Wir haben hier einen gekapselten Raum, damit ist die Thermik wieder angespielt, dass wir hier letztendlich Temperaturschwankungen abfangen können. Wir können durch Erfahrungen, Kompensationen, so nennen wir das, die Genauigkeiten in die Maschine reinbringen. Und das übertragen wir dann natürlich auf unsere eigenen Bauteile. Also wenn wir uns beispielsweise jetzt hier dieses Teil angucken, das ist ein absolutes Herzstück der Maschine. Und entscheidend ist hier nicht, dass wir ein paar Löcher fräsen können, sondern dass diese Mittelachse genau im Mittelpunkt von diesem riesigen Loch entsteht. Denn hier kommt später die Spindeltrommel rein und die Fluchtung, die wir hier haben und die Mikrometergenauigkeit, die wir haben, entscheidet am Ende über die Genauigkeit unserer Maschine. Und da verwenden wir sehr, sehr viel Zeit und Arbeit drauf, dass wir jeden einzelnen Kasten, wenn wir ihn da aufspannen, wenn wir ihn ausrichten, wenn wir ihn dann bearbeiten, dass diese Maße 100%ig erfüllt werden. Ja, und da geht es also um die Achsfluchtung, um die Ausrichtung bis hin zu den einzelnen Genauigkeiten, die wir in diesen Blöcken haben, wo dann hier die Trommel eingesetzt wird und hier die Bearbeitungsachsen. Klingt auf jeden Fall auch nach sehr viel Erfahrung, die die Mitarbeiter mitbringen müssen. Absolut. Und es ist wirklich, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt und wir werden das später vielleicht sehen beim Schleifen, da wird dann plötzlich eine andere Schleifgeschwindigkeit eingestellt oder statt eines Längsschliffs ein Kreuzschliff gemacht oder so, dann ist das Teil Schrott, obwohl es genau maßhaltig ist. Aber es sind eben noch sehr, sehr viele Erfahrungen drin, die nicht in jeder Zeichnung stehen und die von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, von Vorgesetzten zu Mitarbeiter, von der Konstruktion im Zusammenspiel mit der Arbeitsplanung und der Fertigung herausgearbeitet werden. Und das ist das, was uns ausmacht. 140 Jahre Wissen. So, wir sind in der Montage angekommen und neben mir ist der Herr Brotesser als Montageleiter. Und Herr Brotesser, was dürfen wir
hier uns angucken. Ja, also hier sieht man den unterschiedlichen Bautenstand von 2 Spindeltrommeln. Hier sind wir gestartet gerade mit, ja. Die Varianz zwischen ACX oder SCX-Maschinen sind halt die Anzahl der einzelnen Spindeln da drin, ja. Wobei die bautechnisch ähnlich sind andere Teile teilweise, aber nicht groß. Und die werden halt hier in dem Raum vormontiert, dann eingebaut. Da gibt es für jeden Qualitätsschritt, den wir da machen, gibt es unterschiedliche Messprotokolle mit Toleranzen, die wir einzuhalten. Und im Endeffekt findet dann an dem Einlaufstand da drüben die Endmontage oder die Abnahme der einzelnen Trommeln statt. Ja, wir machen da drin einen Dauerlauf von 8 Stunden, wo die unterschiedlichen Drehzahlen, also eingelaufen wird, bis maximal 8000 Umdrehungen die Spindeln drehen, mit Temperatur aufschrieben und. Im Endeffekt unsere Qualitätsanforderung. Also um das mal ganz konkret zu machen. Hier kommt eine Spindel rein. Also dieses ganze Ding indiziert, Sie werden das später an der fertigen Maschine sehen. Diese Trommel schaltet in dem Kasten, in dem sie eingebaut wird. In der Trommel sind dann die Spindeln und diese Spindeln rotieren, wie Herr Brotesser ausgeführt hat, bis zu 8000 Umdrehungen. Und in dem Einlauf prüfen wir, dass der Rundlauf, dass die Vibrationen etc., dass das alles von vornherein stimmt und dann erst darf die Trommel in den Kasten eingebaut werden. Dann habe ich gerade schon gesehen beim Vorbeigehen, das Bauteil, was wir vorhin schon gesehen haben, Genau. da werden die wieder eingebaut. Da werden Wollen die wir dann da wieder einmal eingebaut. Also nachdem die Trommel dann auf dem Einlaufstand für gut befunden ist, wird die Trommel hier rübergebracht. Dann bauen wir die hier wieder ein. Da gibt es die Positionsgenauigkeiten, die wir ja beim Bohren schon drüben erreicht haben. Ist hier eigentlich nur wieder ein Komplettieren. Wenn dieses erledigt ist, kommen halt dann die zusätzlichen Baugruppen, die man auf der anderen Seite sieht, unsere Schlitteneinrichtungen, werden dann auch in die Baugruppen hier, als Baugruppe hier eingebaut. Und hier findet dann schon eine erste Ausrichtung der Achsen zu den einzelnen Spindeltrommelbohrungen zu. Okay. Ja. Und die Baugruppen, die hier angeflanscht werden, die haben Sie da vorne? Die haben wir da vorne schon soweit vorbereitet. Prima, können wir Da die uns auch ist einmal... das ist eigentlich die große Varianz, die wir haben in den Maschinen. Da gibt es halt unterschiedlichste Bauformen, ja, mit Antrieb, ohne Antrieb, ja, schwenkbar, nicht schwenkbar. Ja. Das ist jetzt die Kunst oder die Ausrüstung, die uns der Kunde im Endeffekt vorgibt. Also hier beginnt quasi die Varianz, was der Kunde braucht und haben möchte Genau. und was Sie dann umsetzen. Das setzen wir dann hier als ersten Schritt um. Die Einrichtungen werden, wie gesagt, dann da eingeführt. Ja, und dann verdrahtet, teilweise hydraulisch, pneumatisch angeschlossen. All das, was man halt so machen tut. Ne? Und wenn dann alles zusammengebaut ist und Sie haben die Prüfung überstanden, wie geht's weiter? Dann fahren wir den Kasten in die Endmontage und dann werden die da mit den Baugruppen Bett, Antriebskasten verheiratet, Hydraulik und. Das klingt auch super spannend. Gehen wir als nächstes dahin? Ja, können wir gerne machen. Jetzt sind wir in der Endmontage Genau, angekommen. hier sind wir jetzt in der Endmontage. Im Grundsatz ist das jetzt hier unsere Komponentenmontage war drüben, Endmontage. Hier versetzen wir oder hier bauen wir halt alle Komponenten, die von drüben geliefert werden, hier als Baugruppen wieder zusammen. Ja. Okay. Drüben haben wir ja hier an dem Spindelkasten gestanden. Ja. Das ist jetzt von der Marktspindler. Ja. Man sieht hier die eingebaute Trommel mit den einzelnen Spindeln, die Schlitteneinheiten alle schon eingebaut. Gegenüber ist der Antriebskasten für diese Maschine. Ja. Aus der Halle kommt noch hinzu so das Energiegestell, was auch in 3 Wochen vorgefertigt wird und dann als Baugruppe übergestaubt wird. Ja. Das Interessante ist, das ist dann schon alles, konfiguriert nach den einzelnen Einrichtungen, ja, die drauf sind. Ja. Jedes Kabel hat eine gewisse Länge, wird vorab schon zugeschnitten, damit das hier nachher nur noch Black and White ist, also dass man es einfach nur noch stecken muss und die Leitungen alle passen. Ja. Ist total imposant auf jeden Fall. Ja. So, hier wird natürlich auch viel auf Genauigkeit gelegt. Ja. Der Antriebskasten und der Spindelkasten, die werden hier zueinander ausgerichtet. Ja, das geschieht über Mess-VGs, die wir haben. Ja. Dabei muss darauf geachtet werden, dass Öl drin ist in der Maschine. Die einzelnen Baugruppen müssen schon auf Temperatur sein.
damit, wenn es später alle die gleiche Temperatur haben, nicht noch im Oberbau zu Verzögerungen oder zu Temperaturschwankungen kommt. Das wird jetzt hier alles schon im Unterbau mit eingerichtet. Ne? Und hier treffen wir wahrscheinlich auch nochmal auf das gleiche Thema mit der Klimatisierung. Wenn es zu warm wäre, dann wird es eng. Ja, hier ist das eigentlich nicht so kritisch. Also in der Montage sind die Dinge so weit schon, sie sind ja dann gefertigt, sie sind vormontiert und insofern ist die Temperatur hier in der Montagehalle kein kritischer Faktor. Ja. Wichtig ist, das Ausrichten der Kästen, Antriebskasten und Spindelkasten auf dem Bett zueinander. Das ist eine sehr aufwendige und komplexe Arbeit, die auch viele Erfahrungen erfolgt. Denn am Ende müssen wir ja sehen, dass hier 8 Spindeln sich genau treffen müssen. Die Mittelpunkte der Spindeln müssen alle zueinander passen. Und das ist dann schon eine aufwendige Ausrichtarbeit, so aufwendig, dass wir eigentlich heute der einzige Hersteller sind im Mehrspindlerbereich, der das macht. Die meisten haben das aufgegeben und haben gesagt, dass wir verzichten auf den Vorteil der relativ großen Arbeitsräume und beschränken uns auf eine Spindelseite. Das heißt, ich habe jetzt ja quasi nochmal das Gleiche, was wir vorhin ja schon mal im ersten Fertigungsprozess hatten. Wieder das Thema Know-how der Mitarbeitenden, die ja das Ganze zusammenbauen. Das heißt, hier muss ich eine gewisse Anlernzeit, trifft es ja schon gar nicht mehr, sondern hier muss ich wahrscheinlich vorher gut ausgebildet sein, um das zu machen. Wie stellen Sie das sicher? Naja, also erstmal die Anlernzeit ist relativ lang. Wir nehmen natürlich die jungen Leute schon aus unserer Lehre. Wir haben eine sehr große Ausbildung. Nehmen wir die jungen Leute schon sehr früh, führen wir sie an diese Produkte heran und zeigen ihnen, wo die kritischen Themen sind. Und auf der anderen Seite gehen wir natürlich hin und versuchen zunehmend das zu dokumentieren beziehungsweise auch vorzuorganisieren, sodass die Eingriffsmöglichkeiten, organisiert vorgegeben sind. Ja, aber klar, am Ende ist Mehrspindlerbau, insbesondere mit seinen unglaublichen Varianten. Wir bauen keine Standardmaschinen, wir bauen eben kundenspezifische Maschinen. Ist das eine sehr große, also wir leben vom Erfahrungsschatz unserer Mitarbeiter. Das kann ich nur unterstreichen. Ja. Wir haben im Endeffekt hier sehr viel, also als Taktmontage aufgebaut. Wir haben für jeden Arbeitstag einzelne Arbeitsschritte runtergeschrieben, wo die Mitarbeiter sich dran halten müssen, ja, oder sollen zumindestens, ja, um dann auch zu dokumentieren, wer hat die Arbeit gemacht, wie weit ist er mit der Arbeit. Und das dient natürlich auch als Einarbeitungsplan. Ne? Ja, wenn ein Mitarbeiter dann kommt, können wir nicht erwarten, das ganze Gebilde, bis das jetzt hier fertig ist. In dem ersten Takt ist schon alleine 15 Arbeitstage. Ja, ja, also das kriegt man nicht mit dabei, indem man das einmal macht und dann sagt, gut, jetzt ist durch. Ja, das ist schon. Und die Varianz ist eben so groß, dass wir sagen, eine Taktmontage im Sinne von also wir haben ja hier eine Stellplatzmontage, wir lassen die Maschine durch die Halle wandern. Das ist für uns wir haben das mehrfach mit analysiert, ist für uns kein approbates Mittel. Dazu gehen wir zu stark auf die Kundenwünsche ein. Dafür haben wir eine viel zu breite Maschinenpalette von kleinen 6 Spindlern, 8 Spindlern über mittlere bis sehr große Maschinen. Das würde eine gängige Taktmontage überfordern. Das heißt, die Maschine hat jetzt noch wie viele Arbeitstage vor sich? Die hat jetzt in dem Takt 2, wo wir gerade sind, ich sag mal bis Ende übernächster Woche. Dann kommt eine Basisinbetriebnahme, die machen. Das heißt, wir nehmen hier jede Achse in Betrieb, stellen Sensorik ein, analysieren die ganzen Verfahrwege. Das dauert nochmal 3 Wochen im Schnitt. Ja, und dann beginnt es im Endeffekt der mechanische Oberbau. Man sieht ja, hier fehlt noch relativ viel. Die Werkzeugköpfe fehlen noch. Das muss halt noch, eine Spannung muss noch aufgebaut werden. Ja, das sind Arbeitsschritte, die wir dann auch nochmal in 10 bis 15 Arbeitstagen je nach Ausführung haben. Und dann kommt die finale Fertiginbetriebnahme, so nennen wir die mal. Dann wird die ganze Maschine verheiratet mit einem Werkstückprogramm,
damit alle Achsen mal synchron laufen. Ja, dann kommt eine Kühlmittelanlage hinzu, ein Lademagazin eventuell mit hinzu. Also die auswärtigen Baugruppen, die wir dann alle mit hier anbauen, um, sag mal, dann das Konzept zu vollenden. Ne? Haben wir die Abschluss einer Maschine, können wir uns den auch angucken? Können wir uns mit Sicherheit angucken, ja. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ja, wir haben jetzt die Montage etwas beschleunigt und die fertige Maschine. Genau. Herr Brotesser, hier haben wir dann auch direkt, die wird auf einem Kundenbauteil, kundenindividuell eingefahren. Genau, die wird auf dem Kundenteil individuell eingebaut, ja. Hier sieht man halt auch die unterschiedlichen Werkzeugköpfe, die alle aufgebaut sind, ja. Mit den unterschiedlichen Werkzeugen. Antriebskastenseite hat hier leider nur Einfachwerkzeuge drauf. Doppelseitige Seite geht bis dreifach. Ist halt hier auch leider nichts zu sehen, aber ja, das ist im Endeffekt die Einstellung der Maschine. Und wenn die Maschine das hier alles überstanden hat, dann geht's in die Tüte und ab zum Kunden. Ja gut, dann kommt der Kunde, oder? Genau, dann kommt der Kunde manchmal für mehrere Wochen und dann wird der Prozess mit dem Kunden eingefahren, mal damit der Kunde weiß, dass wir tatsächlich die Toleranzen und die Geschwindigkeiten erreichen, die wir ihm verkauft haben, mal auch, damit die Kunden direkt in dem Prozess angelernt werden und die Mitarbeiter dann wissen, wie sie die ja nicht ganz einfache Maschine dann auch zu bedienen haben. Und der eigentliche Pfiff in der Maschine ist immer die unterschiedlichen Lagen. Also in diesem Fall haben wir 6 Lagen, 6 Spindeln, 6 Lagen, in denen gearbeitet wird. Diese Lagen aufeinander abzustimmen, sodass die Werkzeuge alle zeitgleich im Einsatz sind und sich zeitgleich auch wieder zurückziehen, damit die Trommel eine Station weiter schalten kann. Und das so mit den Werkzeugen auszubaldowern, dass die Werkzeuge auch eine lange Standzeit haben, das ist das Wirkliche, das ist die Kunst der Beherrschung des Mehrspindlers. Das heißt, der Kunde sagt nicht nur, ich möchte die Komponenten haben, sondern er sagt Ihnen ganz konkret, das Bauteil in der Stückzahl, in der Zeit. Nein, der Kunde kommt mit einem Bauteil und sagt, oh, ich muss die Kosten senken, könnt ihr das, ich habe das in so und so viel 100.000 oder Millionen Stück im Jahr, könnt ihr das fertigen? Und dann gucken wir uns das an und dann sagen wir, ja, das können wir fertigen. Wir würden vorschlagen, Veränderungen am Teil vorzunehmen oder aber das Teil ist vorgegeben, wir können keine Veränderungen vornehmen. Und dann sagen wir dem Kunden, okay, wenn du das so und so hast, dann sagen wir, hier, du kannst das in 10,83 Sekunden machen und du kannst das, du hast dann eine Ausbringung von so und so viel Teilen pro Schicht. Und das wird dann vertraglich festgehalten und das müssen wir dann auch zeigen, dass wir das erfüllen können. Okay, prima. Und die Schulung, hatten Sie ja gerade schon gesagt, findet dann mit den Mitarbeitenden hier vor Ort auch direkt an der Ja, nicht nur. Also wir machen selbstverständlich auch Schulungen in unserem Schulungszentrum. Wir machen selbstverständlich Schulungen vor Ort, Schulungen in den unterschiedlichen Sprachen. Hier, das ist sozusagen die Basisheranführung an die Maschine. Jetzt steht ja die EMO in Hannover 2025 vor der Tür. Wäre das auch eine Maschine, die Sie auf der Messe ausstellen würden? Ja, wir würden uns dann ein Teil aussuchen, hier kann man jetzt das Teil nicht sehen, welches auch den Kunden deutlicher zeigt, welche Vorteile in der Maschine sind, wenn es um neue Einrichtungen geht, Wälzfräsen, Wirbeln, keine Ahnung, was gerade an neuen Technologien auf die Maschine gebracht wird, dann bauen wir das da mit ein. Bei einer solchen Maschine hier jetzt sind wir natürlich sehr spezifisch für den Kunden unterwegs und die ist sehr spezifisch auf die Kundenwünsche ausgelegt und in diesem Fall beinhaltet im Wesentlichen bekannte Technologien. Da geht es mehr um die Optimierung der Geschwindigkeit. Okay. Jetzt sind wir ja quasi mit der Maschine fertig. Sie haben dann hoffentlich einen glücklichen Kunden, der dann die Maschine mitnimmt. So sprichwörtlich gesagt. Ja, das Ganze beginnt ja, Sie hatten das vorhin gesagt, der Kunde kommt mit einer Idee. Das heißt, wir landen irgendwann in der Konstruktion. Finde ich total spannend. Können wir uns das vielleicht auch angucken? Klar. Wir sind jetzt in der Konstruktion angekommen. Dem Herzstück. Dem Herzstück. Dem Herzstück von Schütte. Gar keine Frage. Also neben der Montage und der Einstellerei ist natürlich die Ideenreichtum und die elegante Umsetzung in der Konstruktion elementar, um ein so kompliziertes Gebilde wie den Mehrspindler zum Erfolg zu führen.
Und das wird von Herrn Lenz verantwortet, den Sie hier vor sich sehen und der vielleicht einmal ein paar Worte sagen kann, wie das hier abläuft. Ja, guten Tag zusammen. Willkommen in der mechanischen Konstruktion. Dankeschön. Wir schauen uns ein paar Beispiele an, welche Kundenprojekte Das kenne ich. wir auf den Maschinen realisieren. Sie sagen, Sie kennen das. Das ist ein schönes Beispiel, wie wir mit einer Maschine, die gar keine Kundensonderausführung hat, die Sie quasi so kaufen können, mit einer Standardausstattung ein Produkt, ein gefragtes Produkt aus der Fahrradbranche herstellen können. Wir haben mal hier im Bereich der Engineering Tools aufgerufen, was wir hier vorbereiten, um der Anwendungstechnik, also die Anwendungstechnik, die ja die Werkzeuge, die Verfahrwege, das Kundenbauteil auf der Maschine projektieren, wie wir das hier aus dem Engineering vorbereiten, indem wir da ja über 3D-Modelle, die in einer abgespeckten Form im Zerspannungsbereich nach den CNC-Daten die Bewegung ausführen und wir so Kollisionen vorab überprüfen können, aber auch die ganze Werkzeugbestückung, die Geschwindigkeiten, die ganzen mechanischen Abwicklungen vorab simulieren können. Ich meine, ich finde es auch beeindruckend, dass Sie bei so einem erstmal ja auch für mich sehr komplexen Bauteil praktisch, Sie sind so gut, dass Sie das mit Standardkomponenten abbilden können. Das heißt, ich muss mit noch was Komplizierterem kommen, damit Sie eingreifen müssen. Ja, dann kommen wir ins Spiel. Wenn es komplizierter wird, ich sage mal, im Moment sind die Anforderungen gerade hinsichtlich, die Kunden müssen immer mehr oder wollen immer mehr Rohteile in die Maschine reinbringen, weg von der Stange. Ne? Die normalen Mehrspindeldrehautomaten wurden ja in der Regel mit Stangenmaterial gefahren. Der Trend geht dazu aus energetischen Gesichtspunkten. Der Kunde möchte wissen, wie viel Energie bringe ich in ein Bauteil rein, dass vorgearbeitete Teile eingespannt werden. Und das ist für uns schon eine große Herausforderung, ja, hinsichtlich Flexibilisierung, Modularisierung. Die Teile müssen zugeführt werden. Ja. Die Teile müssen auch wieder aus der Maschine raus und sie müssen gespannt werden. Und da kommt es natürlich ganz schwer darauf an, was habe ich für Geometrien. Wir setzen das CAD-System Solid Edge ein. Das ist natürlich nur eins von diversen Tools. Das wird begleitet von E-Plan, wo Pläne und Elektrokonstruktion mit eingebunden sind. Berechnungstools. Hier in dem Fall hat der Kollege eine FEM-Simulation mit ANSYS mal dargestellt, um Lastverformungsverhalten irgendwo überprüfen zu können. Und das Interessante ist, die Tools, die wachsen mehr und mehr zusammen. Wir haben mittlerweile eine Plattform über unseren Engineering-Tools übergestülpt. Das ist das sogenannte ECTR, Engineering Control Center, was die ganzen Systeme untereinander mit dem ERP-System verbindet. Und da sind natürlich alle Daten hinterlegt. Das geht so weit, dass wir dann wirklich Richtung, ich nenne es mal digitalen Zwilling, ne? Die Maschine, die ist wirklich durch und durch bis in die letzte Schraube, bis in die letzte Information über Lieferanten, über Datensätze bis zum NC-Programm im ERP-System hinterlegt und verbunden mit allen Engineering-Tools. Wir haben ja gerade gehabt, was Sie alles mit Standardkomponenten schon umsetzen können. Wie sieht das aus, wenn ich eben mit ein bisschen anspruchsvolleren Teilen um die Ecke komme und Sie müssen konstruktiv eingreifen? Ja, da haben wir ja direkt mal ein schönes Beispiel. Der eine oder andere hat in seinem Auto auch, das ist ein Stoßdämpferteil, das ist die Kolbenstange eines Stoßdämpfers. Ein Kunde hat die bei Schütte angefragt, das ist ein typisches Futterteil, was also nicht per Stange, sondern per Sägeabschnitt in die Maschine reinkommt. Die Anfrage kommt ins Offertenwesen, im technischen Angebotswesen an und wir entwickeln dann eine Idee und simulieren mit einfachen Mitteln. Wir sehen es hier, wie die Stange in die Maschine reingeführt wird, inklusive Peripherie, Zuführeinrichtungen, Abführeinrichtungen, schlagen wir dem Kunden eine Idee vor. Und wenn es dann zum Auftrag kommt, dann wird das entsprechend umgesetzt. Herr Becker, wir sind am Ende unseres Rundgangs angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich. Es war bombastisch, was man wirklich hier sehen durfte. Auch wie tief die Einblicke waren. Und dafür ganz recht herzlichen Dank.
Also sehr gerne, haben uns gefreut, auch für Ihr Interesse, auch für die vielen, ich sag mal, klugen Fragen. Und wir hoffen, wir konnten einen brauchbaren Eindruck von dem machen, was man sonst ja in der Öffentlichkeit nicht so wahrnimmt, sondern was ja mehr hinter den Kulissen passiert. Aber vielen Dank fürs Kommen. Ich kann mich der Sache anschließen und ich habe auf jeden Fall einiges dazugelernt heute. Vielen Dank für den tollen Einblick. Freut mich. Ja, das waren für euch Caroline, Herr Welker und Alexander von und für Voice of CNC. Und beim nächsten Mal sind wir bei Paul Horn. Also freut euch drauf. Und bis dahin, lasst Späne fliegen.